Ja, jetzt einfach so dann weiter. Ja. Ja, wir sind live wieder, Markus. Arthur, super. Ich wollte gerade rübergehen Episode. auf den Punkt, ich habe gerade gesehen bei LinkedIn, du hast einen neuen Titel jetzt schon eingetragen. Ja, tatsächlich hat sich da beruflich bei mir was verändert. Da wollte ich mal, so bei Gelegenheit, werde ich vielleicht das auch in Posts einbauen. Ja. Aber naja, bin jetzt für ein paar Sachen mehr zuständig. Aber natürlich wird das Thema Power BI auch bleiben. Das war für mich ja Grundvoraussetzung. Auch bei Scopvisio weiterhin ist das so ein Preferred Partner, um die Software aufzuwerten. Und auch wenn ich jetzt so ein paar andere Themen drumherum auch noch habe, die auch wichtig sind, dann will ich gar nicht schlecht reden, aber wird der BI-Community weiter erhalten bleiben. Ja, ich wollte auch sagen, so wie es formuliert oder gelesen habe, hört es sich ja auch wieder stark nach Datenquellen an und auch eben nicht Ja, nur genau. die Ausnutzung der Datenquellen über BI, sondern ja viel, viel mehr in die Customization. Ne? Genau, also es ist ja eigentlich, um jetzt so einen kleinen Werbeblock vielleicht dazwischen zu schieben. Ich meine, die Scopvisio, das ist jetzt kein Dynamics und es ist eine kleinere Software, die trotzdem aber auch für Mittelständler geeignet ist, die ist schon so auch mit dreistelligen Mitarbeiteranzahlen. Und da braucht es aber oft schon Customizing. Ich meine, SAP lebt fast nur von Customizing. Und wir hatten das bisher so ganz punktuell. Und ich hatte ja im letzten Talk gezeigt, eigentlich haben wir eine sehr gute API, aber um da so die Fäden mal zusammenzuführen, und das werde ich jetzt noch verstärkt machen. Und Power BI ist halt das Werkzeug, was eben die Daten rausziehen kann, konsumieren und mit individuellen Berichten das Ganze verwerten, was in der Standardsoftware einfach keinen Sinn macht. Wir können nicht für jeden x-beliebigen Kunde jede Berichtsvariante abspeichern. Ist auch nicht das Ziel einer Standardsoftware, sondern Standardsoftware heißt saubere API und dann kann Power BI das konsumieren. Deshalb schließt sich das eigentlich nahtlos an und mal sehen, ob ich demnächst dann auch so ein Hiring-Ding habe bei LinkedIn dann mit Ja, dem Kreis. Ich glaube, dein Chef hat es auch, oder? Der Alex? Hiring? Nee, ich glaube Auch so nicht. ein Hiring? Nee. Nee, Aber ich viele glaube nicht. haben das, die Also man so sieht. ja, also nee, wir sind, also ich habe das letztens ja auch in eurem anderen Tech Talk gemerkt. Wie heißt die Firma nochmal? Ja, genau, Trevisto, das ist, Trevisto. Die sagten ja, dass sie auch ein, zwei Power BI Entwickler haben. Da sind wir ja so mit einer Kernmannschaft von 6 plus einer aus der Tochtercompany mit 7 Leuten schon relativ stark aufgestellt für das Thema Power BI. Und ja, auch hier im Prinzip alle durchzertifiziert und den Anspruch können wir jetzt also noch nehmen. Also wir sind noch nicht gerade direkt am Suchen, sondern wir setzen okay. erstmal jetzt die Power auf die Straße und schauen dann entsprechend weiter. Okay. Ich habe jetzt hier mal, Also, wenn jemand zuhört, ich bin schon am Suchen. Also du bist am Suchen. gerne Okay. melden. Das ist jetzt zwar, posaune ich das noch nicht so groß raus, aber so Power BI-Entwickler jeglicher Erfahrungsstufe. Also wirklich vom Praktikanten bis hin zum Vollprofi. Über alles lässt sich reden mit Remote und beliebige Arbeitszeitmodelle kriegen wir auch hin. Ja, da habe ich so in Erfahrung gemacht, jetzt wirklich zu Corona-Zeiten hat die regionale Anbindung auch gar keinen Wert mehr im Prinzip. Also man ist durch diese Homeoffice-Thematik doch sehr stark dabei gekommen. Man kann auch überall förmlich seine Ressourcen hinzunehmen, weil es sich halt so stark auf das Remote-Thema eingestellt hat, dass man gar nicht mehr so zwingend vor Ort sein muss. Also Ja, das schon. Ich meine, was bleibt, ist halt so die Sprache. Also wir können mit rein Englisch nicht immer arbeiten. Also eher selten bei unseren Kunden. ja, Deswegen muss es schon deutschsprachig sein.
Das haben wir auch bei uns, also im Mittelstand, im deutschen Mittelstand muss ich auch sagen, es gibt die eine oder andere Company, die es auch Englisch zur Unternehmenssprache macht, aber denen sind die auch wirklich schon breiter aufgestellt. Ich glaube, die gewachsenen Unternehmen ist häufig noch wirklich, dass man auch durch die gesamte Angestellten-Schicht eher doch gerne eine deutsche Software oder eine deutsche Oberfläche bedienen möchte. Ich hatte da auch der einen oder anderen Gespräch, wo jemand fragte, benutzt du deinen Power BI Desktop oder deinen Power BI Service in Englisch oder auf Deutsch? Und ich so, ja, ich muss auf Deutsch machen, weil ich auch teilweise den Kunden zeigen muss, wo die Klicks sind und brauche dann auch manchmal die deutschen Bezeichnungen. Also ich mache das so im Mix und habe auch da festgestellt, an der Sprache hängt natürlich auch die kulturellen Zeichenfolgen, zum Beispiel mit dem Ja, Komma. deswegen Punkt. habe ich das auch auf Deutsch hauptsächlich. Damit Ja. ich diese Datumsformate mit dem Monat vorne und sowas habe. Darum kann ich das bei Meetups immer nicht so gut sein, weil es meist Englisch, aber ich mache es trotzdem mit der deutschen Version. Aber noch, also ich habe auch englischsprachige Kunden, aber das ist schon die klare Minderheit und würde jetzt keinen Vollzeitbeschäftigten auslasten momentan. Ja. Ich habe hier mal was, du hast in dem Post Ja, angekündigt, wir lösen uns so nach dem Motto von Excel. Und das Erste, was ich zeigen wollte, mal als Datenquelle oder dich fragen wollte, ob du das schon mal wahrgenommen hast, ist so eine Excel-Datenquelle. Kannst du mal meinen Desktop freigeben? Ich habe ihn, glaube ich, schon geshared. Hast du das? Ah ja, Ja, das erste Mal genau. zweistöckiger Stream. Also ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Im Prinzip ist das jetzt hier eine Power BI oder Power Query hinten im Editor und ich habe hier eine Tabelle eingeladen, die aus einer Datenquelle kommt, die eine Excel-Datei ist. Aber der interessante Part hierbei ist, mal einen Blick drauf zu werfen, was hier im Navigator angeboten wird. Ist dir bewusst, dass wir mir sind bisher 3 unterschiedliche Typen bekannt. Einmal das Sheet, was die Arbeitsseite ist, dann einmal die Table und dann nochmal dieses Symbol mit Names Range. Ich habe es hier mal in Excel aufgesetzt. Also wir haben ja einmal das Sheet, was ja hier die gesamte Arbeitsseite innerhalb von Excel ist. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man so eine Tabelle markiert und selber sagt, wo ist das denn? Unter Daten oder Genau, diese. hier, genau. Das ist ja die einzige Möglichkeit, glaube ich, ein Excel in sich selbst einzubinden mit Power Query, wenn man diese Tabellen definiert. Stimmt, wenn man jetzt Power Query innerhalb von Excel nimmt, markiert man das auch und definiert gerade diese Tabellen. Und das andere, was ich festgestellt habe, wo irgendjemand meiner Community gefragt hat, was denn dieses Named Range war, ist, innerhalb von Excel gibt es diesen Namensmanager und dann kann man bestimmte Bereiche, hier ist jetzt dieser untere Teil, einfach markieren und mit einem entsprechenden Namen versehen. Und damit ist dann dieser Names Range entsprechend formatiert und man kann auch diese Daten gezielt abrufen. Und ich wollte es mal einfach zeigen, weil wir ja, wenn man Excel tatsächlich als Datenquelle nutzt, hat das ja verschiedenste Unterschiede. Wenn ich jetzt hier mal auf das Sheet gehe, dann haben wir ja das Problem, dass wenn jemand hier außerhalb der eigentlichen Tabelle Informationen reinfügt, dass die einfach entsprechend mittendrin auftauchen und ich muss mir die in irgendeiner Form herausfiltern. Also das ist ja ein bisschen unkomfortabel. Deswegen ist ja meistens schon mal gut, hier sieht man ja auch, es sind schon so ein paar Steps erfolgt, die Power BI automatisch macht, wo er dann eben den Datentyp ändert oder hier aus der ersten Zeile, muss ja auch hingehen, aus der ersten Zeile das als Column Headers rausinterpretiert. Wenn da jetzt noch Zwischenzeilen wären, müsste man die ja gegebenenfalls auch rausfiltern. Die andere Sache, wenn jemand Kontrolle über die Excel-Datei hat, könnte er ja schon mal die entsprechende Tabelle, die uns interessiert, markieren, so wie wir es eben hier gesehen haben. Einfach markieren und dann ich glaube über Daten oder so ist das ja, dass man das sagt als Tabelle formatieren. Siehst du, ich mache schon viel zu selten hier unter Start Tabelle formatieren. Ups. Gemacht. Egal.
Und die andere Möglichkeit, das fand ich eigentlich ganz interessant, einfach mal zu sehen, dass es noch was anderes gibt. Das sind diese Named Range, wo ich eben dann auch einfach so einen Bereich markiert haben könnte und jetzt meinetwegen hier die entsprechenden Artikel mit den Preisen habe, was dann vielleicht sich über eine Pivotisierung auch nochmal wieder als sinnvolle Datenquelle reinbringen lässt. Und was ich jetzt noch nicht weiß, ist, ob es nicht noch weitere Bereiche gibt. Also neben diesem Table, Sheet und Names Range, ob man bei Excel noch andere Bereiche hat, die man abgreifen kann, die vordefiniert sind. Ja, ich habe im Internet keine Dokumentation zu den verschiedensten Sachen oder zu den weiteren Quellen gefunden. Habe auch noch keine Ahnung, wo man mal nachgucken kann, was der Excel-Connector vielleicht noch so kennt. Wenn da jemand was hat, würde es mich interessieren. Ich finde das nämlich sehr spannend. Also ich kannte noch nicht mal das Names Range bisher. Da habe ich Ja. schon in den ersten 10 Minuten was gelernt. Die anderen beiden, die begingen mir schon. Also da sehe ich dann, okay, das sind zweimal das Gleiche, wenn ich jetzt nur eine Tabelle auf dem Sheet habe. Aber natürlich ist die Tabelle sauberer und eben für dieses, eine Excel-Datei konsumiert sich selbst, weil ich ja manchmal auch so Import-Tools mit Excel baue. Ja, wir sind ja hier offen. Da brauche ich das, dass Excel per Power Query irgendwelche Parameter selber konsumiert. Aber spannend mit dem Named Range, also so gut kenne ich Excel halt nicht. Das ist nämlich spannend. Ich hatte gestern so ein Bewerbungsgespräch für ein Praktikum. Mhm. Praktikantin dann gefragt, wie schätzt sie sich selber im Level Excel Skills ein? Hat sie dann 8 gesagt. Von Ich hätte 10? selber wahrscheinlich nur 5 gegeben oder so, bei dem, was ich weiß. Also ich glaube, bei Excel, da gibt es so viele Sachen, das kann man gar nicht richtig, also in voller Weise kennen. Und da muss man ja jetzt mal überlegen, an welchem Punkt ist der Punkt, wo man sagt, dass man bei Level 5 oder so ist. Vielleicht mit Ja, der Nutzung des S-Verweises? Keine Ahnung. Ja, also es ist tatsächlich so gewürfelt. Wie gesagt, ich finde Power Query ist ein wesentlicher Bestandteil. Sicherlich auch S-Verweis, sicherlich auch diese Tabellen. Ja, und dann Makros, ja, Aber nein. cool. Nimmst du das mit rein? Hm. Ja. So. Sache, Markus. Also das heißt, wir haben jetzt die Nicht-Excel-Session quasi mit Excel begonnen. Genau, um nochmal ein bisschen Struktur in die Excel-Datei reinzubringen und auch mal zu zeigen, dass man bestimmte Bereiche markieren kann und vielleicht auch eine durchformatierte Excel-Datei bestimmte Bereiche hervorzuheben und einfacher in Power BI oder Power Query konsumieren zu können. Mhm. Jetzt nicht, dann gucken wir mal. Ich habe eine andere Datei aufgesetzt. Das Thema wäre dann hier mit der Referenz. Ich möchte ja nicht so, wie ich es möchte, aber der Beitrag ist schon hier der richtige. Das war einer, den ich relativ am Anfang meiner Power BI-Tätigkeit gesehen habe. Und der spannende Gedanke dabei ist eben nicht jeweils, wo ist es hier? Nicht jeweils für jede der Abfragen auf einer Datenbank eine eigene Source zu nutzen, sondern eben eine Abfrage zu machen, von der man referenziert und von dem aus die weiteren Abfragen abzuleiten. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich auf die Datei hier drauf komme, sonst muss ich mal mit Alt-Tab in die richtige reinspringen. Das ist die Referenz. Ja, genau. Das ist jetzt hier mal ein Beispiel, das findet man also ich habe auch schon mal ein kleines Video dazu gemacht und einen Blogpost. Im Prinzip fange ich dann an mit einer Abfrage, die ist hier vom Laden her nicht aktiviert und reduziert sich eigentlich auch auf dem Step, wo ich auf die Quelle drauf gehe. Also ich habe hier in den Settings meine Datenbank angegeben, die ist jetzt hier lokal oder den Server und die Datenbank angegeben und kriege dann hier eine Liste für die ganzen Tabellen,
die es in der Datenbank gibt. Der Vorteil zum einen ist, wenn ich jetzt eine neue Tabelle brauche, starte ich immer von hier aus, mache einen Verweis oder eine Referenz, im Englischen heißt es ja Referenz, hier auf diese Abfrage, benenne die Abfrage dann entsprechend um auf die, nehmen wir mal die Customer und suche jetzt hier meine Tabelle raus. Bei Power BI ist es so, dass man auf 1000 oder 10.000 Tabellen eingegrenzt ist. Auch der Navigator macht nur 10.000 Tabellen, man sieht, oder hier sind es sogar 1.000. Genau, du hattest ja mal so ein Video, wo du so einen Trick gezeigt hast, das zu umgehen, oder? Ja, genau, das ist genau dieses hier. Und man hat dann eben, kann jetzt eben sagen, enthält. Und bei uns im Business Central ist es jetzt so angelegt, dass wir Dollar Customer, kann ich mir jetzt die entsprechende auf die Customer-Tabelle herausfiltern aus den ganzen Abfragen. Kann mir jetzt sagen, okay, mich interessiert die Customer-Tabelle von meinem deutschen Mandanten und kann dann hier über diesen Link abtauchen und kriege dann die entsprechenden Tabellendaten angezeigt. Der andere Clou, den man dann dabei hat, ist, wenn ich jetzt hier die Datenbank umstelle, ja, ich kann das parametrisieren und ich kann auch mittlerweile über Datenquellen-Einstellungen gehen und die Datenquelle umstellen, aber an dieser Stelle brauche ich jetzt nur hier an meinem zentralen Konnektor einen ansprechenden Serverwechsel oder eine Datenbankwechsel eintragen und er greift dann eben auf die andere Datenbank zu im Testsystem und alle darauf verweisenden Abfragen schalten sich automatisch mit um. Und wir haben es sogar bei uns testweise sogar so weit getrieben, dass wenn diese Struktur, die man hier sieht, also man kann auch auf einer Excel-Datei sowas abfragen und wenn man mit ein paar Befehlen eine ähnliche Abfilterungsmöglichkeit schafft für Power Query, dann kann er die Abfragen auch gegen eine Excel-Datei wieder verwenden, wenn er dann eben hier ein entsprechendes Tabellensheet bekommt, was den Namen hat, wie die Tabelle, die man abfragen möchte und dann eben ein Tabellenblatt zeigt mit den entsprechenden Spalten, um dann zum Beispiel ein Demo-Szenario aufzubauen, weil tatsächlich ist es manchmal schwieriger, genug Demo-Daten in einem ERP-System zu erzeugen manuell, als einfach mal eine Excel-Datei zu nehmen und Zeile für Zeile die wirklich relevanten Informationen einzutragen, um einfach mal so ein Demosystem oder so eine Demo-Auswertung auf der gleichen Struktur oder auf der gleichen Basis zu erstellen. Und also das findet man bei uns in den Templates oder in meiner Lösung sehr häufig, dass ich eben, wenn ich eine Datenquelle anbinde, meistens erstmal so einen allgemeinen Konnektor für diese Datenquelle mache und von da aus alle weiteren Abfragen ableite und nicht hier ständig über neue Quelle oder zuletzt verwendete Quelle gehe, erst wieder in diesen Navigator-Dialog reinspringe und da mir meine Datenquellen raussuche, sondern ich nutze eigentlich das hier, also ich bleibe dann in der gleichmäßigen Oberfläche und es fühlt sich für mich viel flüssiger an oder intuitiver. Auch wenn es jetzt mal weniger Tabellen sind, dann ist auch hier in dem Scroll-Bereich ist sehr einfach, die richtigen Tabellen zu finden und zu selektieren. Also Hast ist du sowas. mal geschaut, ob das von der Performance eine Rolle spielt, ob du jetzt in dieser ersten Sicht 1000 Tabellen hast oder nur 10 oder so? Also lädt er da überhaupt schon was oder ist das nur so ein Verzeichnis? Das müsste eine Art für ihn Verzeichnis sein. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier an den Punkt gehe, wo ich jetzt hier gefiltert habe, wenn ich systemeigene Abfrage mache, er kann es weiter das Query-Folding machen. Also der hat sich das da hier schon rausgeneriert. Und auch diese Filterschritt, den ich hier zuvor mache, wenn ich den rausnehme, dann sieht es wieder relativ normal aus. Quelle, nur dass eben hier die Quelle eine Referenz ist auf diesen SQL-Konnektor, wo der erste Schritt drin ist. Für mich natürlich auch interessant, wenn ich jetzt hier drin arbeite, und wir haben ja gesehen, hier sind verschiedenste Mandanten drin. Ich kann sagen, okay, in dieser Ansicht möchte ich nur mit den Tabellen arbeiten, die mit Kronos.de anfangen. Dann reduziert sich hier meine Liste erstmal schon mal auf die Tabellen, die ja den einen Mandanten betreffen. Da habe ich die anderen Mandanten schon mal ein bisschen rausgefiltert.
Und trotzdem, diese Abfragen funktionieren jetzt halt weiter, weil sie ja auch nur auf die E-Tabellen zugreifen. Ein Performance-Unterschied, also noch nicht wahrgenommen. Das Einzige, was ich schon mal gelesen habe, das war in Bezug auf einen SharePoint-Folder, dass es performancemäßig besser gehen soll, wenn ich eine Datei über den Web-Connector aus dem SharePoint-Folder direkt selektiere, als wenn ich ihm den Weg über den SharePoint-Folder gehe und er erst die Liste der verfügbaren Dateien und darüber selektieren oder so. Da hat, glaube ich, mal der Chris Webb einen Beitrag gemacht, dass das performanter sein soll, wenn man eben die Datei direkt anspricht. Aber hier innerhalb von SQL noch nichts zugemerkt. Ja, macht ja auch Sinn. Es ist ja eigentlich auch die einfachere Abfrage, dann einfach alles zu zeigen. Und so 1000 Zeilen sind für Power BI jetzt auch nicht viel mehr als 10. Ja, und vor allem ist das ja etwas, was im Prinzip nachher im Hintergrund läuft. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er über das Query Folding nicht hier bereits den Namen kennt und die Liste, die dahinter ist, automatisch rausfiltert oder kleiner filtert. Ob er hier überhaupt bei der Datenbank die volle Liste anfragt oder die nicht sowieso schon über diesen Navigation Step, wo er genau eine Tabelle abfragt, das Query Folding das sowieso obsolet macht. Dass dieses hier im Prinzip ja nur etwas ist, was du für dich innerhalb deiner Entwicklung siehst. Aber am Ende des Tages wird es ja nicht mehr dargestellt im Power BI Desktop-Bericht, weil das Laden deaktiviert ist. Und das Query Folding wird dieses Thema wahrscheinlich komplett eliminieren für sich, weil er sagt, okay, ich weiß ja hier schon, welche Tabelle ich anspringen muss und alles davor interessiert mich gar nicht. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist spannend, ja. Also kann ich mir auch gut vorstellen. Und du würdest aber schon, wenn du jetzt quasi diese Schicht als Data Flow machst, dann schon die Tabellen auch quasi fertig rausziehen und das dann als Data Flow veröffentlichen. Nicht nur diese Grundtabelle, weil das würde ja. Ja, interessant. Wir haben einen Kunden, der sich auch gerade sehr viel mit Data Flow beschäftigt. Und für mich ist immer wieder der Ansatz, ich will dieses Query Folding nutzen. Das heißt, ich will ja gar nicht so viele Daten von meinem Quellsystem in mein Dataflow reinladen, sondern ich möchte so viel schon reduzieren können oder auf meine Anforderungen reduzieren können, um diese Performance zwischen Quellsystem und Dataflow zu optimieren. Das heißt, ich muss ja schon diese Query-Folding-Ansätze alle möglichst gut nutzen, damit er eben nur die relevanten Daten für mich überträgt und da auch schon eine entsprechende Transformation macht. Und das heißt, ja, im ersten Schritt, wo ich noch Zugriff, und das hängt natürlich wahrscheinlich auch wieder von der Quelle ab, solange ich eine Quelle habe, die Query Folding unterstützt, wie ein SQL-Server, macht das natürlich Sinn. Dann kann ich die entsprechend darüber ziehen. Sobald ich es nachher dann im Dataflow habe, arbeiten wir ja mit CSV-Dateien, in Anführungszeichen im Hintergrund. Das hat natürlich eine andere Performance, als wenn ich auf einen SQL-Server agiere. Und da kommen ja dann auch irgendwann diese Vorteile über diese Premium-Funktionalität hinzu. Aber gut, dass du es ansprichst mit dem Dataflow. Ich habe da in der Zwischenzeit wieder ein paar Spielereien mitgemacht und kann dir da auch ein bisschen was zeigen. Und zwar ist das hier, ich habe jetzt hier mal so einen kleinen Arbeitsbereich gemacht mit dem Dataflow. Und das eine, was ich gemacht habe, ist, dass hier in dem Arbeitsbereich ich meinen Data Lake angebunden habe für mein Abonnement. Das hattest du ja angekündigt. Cool, dass du das jetzt schon hast. Ja, genau, damit habe ich hier mal unseren oder einen Ausschnitt aus diesem Kronos-Mandanten Customer, Sales Invoice und Salesperson als Beispieltabellen geladen. Hier kann man dann auch mal, guck mal, wie die Performance ist für das Anzeigen. Genau. Hier sieht man ähnliche Strukturen, wie wir eben gezeigt haben. Hier ist wieder mein Connector als Startpunkt. Hier haben wir eine Verzeichnisstruktur, wo ich zum Beispiel meinen Customer drin
hochgeladen habe, wo wir ja hier jetzt auf der rechten Seite auch die entsprechenden Schritte sehen. Und ich habe hier jetzt meine Daten, die hier angelegt sind. Der interessante Part ist ja natürlich dann, wenn ich den Data Lake eingebunden habe. Es gibt von Microsoft diesen Azure Storage Explorer, wo ich mich dann auch gegen dieses Data Lake mit verbinden kann. Also das ist jetzt hier mein Blob-Container. Hier ist das Container für Power BI. Hier ist das Arbeitsverzeichnis. Dann kommt hier mein Data Flow. Und dann gibt es die Model.json. Das ist diese Datei, die die Transformation beschreibt und die Datenstruktur, die es gibt. Und gleichzeitig verweist diese Datei auf bestimmte Partitionen. Und wenn ich jetzt hier in die Customer CSV Snapshot gehe, dann sind hier 3 Aktualisierungen gemacht worden. Auch jedes Mal Full-Load-Aktualisierung. Und diese Model.json zeigt dann eben im Prinzip auch diesen letzten Snapshot. Was ich auch wiederum noch nicht herausgefunden habe, ist, wer eigentlich dieses Verzeichnis aufräumt. Wahrscheinlich erstmal Microsoft nicht, weil sie sich hier freut, wenn die Daten immer mehr werden. Das bezahle ich ja dann auch alles mit meinem Storage. Aber im Prinzip jede Aktualisierung erzeugt hier eine neue Datei. Und das sieht auch relativ interessant aus. Wir können ja mal hier Abbrechen drücken und können hier auf Aktualisieren klicken. Und dann schauen wir mal hier rein und machen hier mal Aktualisieren. Und dann siehst du immer die Datei, die ja gerade aktualisiert, wird hier als CSV-Datei angezeigt. Die Daten werden dann, trudeln dann hier nach und nach rein. Und wenn er die Daten drin hat, also hier hat er jetzt 1,4 Kilobyte, dann wird es jetzt gleich rübergehen in den entsprechenden Snapshot-Ordner. Und innerhalb von diesem Snapshot sollte dann, ja, da hat er jetzt die Sales Invoice, gibt es dann jetzt hier den neuen Eintrag, den neuen Snapshot von den Daten. Und ja, im Prinzip, ich kann auf alle zugreifen. Das ist ja jetzt können wir ja mal machen. Ich lade die eben eine Datei davon runter. Er erkennt sie jetzt noch nicht direkt als CSV-Datei. Wow, das ist echt cool. Meinst du, also eigentlich müsste es doch Microsoft auch so machen, irgendwo im Hintergrund. Wenn du halt dein Data Lake nicht angebunden hast, dann siehst du es nicht, oder? Ja, genau. Dann siehst du es. Wahrscheinlich schon aufgeräumt. Und da wird es wahrscheinlich auch aufgeräumt, genau. Da müssen sie ja nämlich selber dafür bezahlen. Ja, aber das ist insofern ziemlich cool, weil ich jetzt gerade vor ein paar Tagen eine Frage dazu hatte, genau zu diesem Thema. Wie kriege ich aus Power BI Snapshots raus, ohne irgendwie über die Shell selber zu coden? Und ich hatte halt nur XMLA als mögliches Tool im Angebot. Genau, und dann siehst du jetzt hier, das sind die Dateien, die haben jetzt hier keinen entsprechenden Header, aber weil das ist eben die Spaltenbeschreibung ist in der Model.json, aber das hier ist eben Komma separiert. Und an dem Punkt sind wir natürlich auch jetzt werden wieder diese ganzen anderen Sachen interessant. Zum einen kann ich jetzt mit einem x-beliebigen Tool, also auch mit R oder so, hier auf die CSV-Datei zugreifen und sie konsumieren. Ich muss nur eben auf diesen Data Lake zugreifen können, dann ist da die CSV-Datei, die ich konsumieren kann. Das andere wäre natürlich mit solchen Technologien wie dieses Synapse Serverless oder das nennt sich, glaube ich, Polybase im Hintergrund und das Databricks, kann ich genauso auf diesen Data Lake zugreifen und kann ja damit eine Art SQL-Endpoint schaffen, der mir den direkten Zugriff auf diese CSV-Dateien ermöglicht oder der das sogar teilweise zwischencached. Und dann habe ich ja im Prinzip nur eine Schnittstelle, die ich mit jedem SQL-fähigen Tool ansprechen kann und kann dann auf diese Dateien zugreifen und die Informationen lesen und dann auch mit anderen Tools verwerten. Und da ist ja immer für mich dieser interessante Punkt, weil das sind schon wieder einzelne Services, die man bei Microsoft in der Azure Cloud anmieten kann. Wenn man das aber ganz als Bundle betrachtet, dann ist das ja ein Power BI Premium Feature, was auch mit Premium per User verfügbar ist, dass Power BI intern auch die Möglichkeit gibt, entsprechende Daten. Ich muss mal eben kurz gucken, ob man es hier sieht in den Einstellungen.
hier diese erweiterte Compute Engine ist das, wo Power BI das selber über so eine Art SQL-Server schleust, um innerhalb von Power BI schneller auf die Daten zugreifen zu können. Das heißt, Aktivitäten, die du normalerweise sehr schlecht auf CSV-Dateien machen kannst, wie zum Beispiel das Kombinieren von Dateien, wird über diese SQL-Thematik wieder performanter, weil er eben bestimmte Zeilen ausschließen kann und viel besser joinen kann und bessere Performance hinkriegen kann. Auch der Chris Webb hat hierzu schon wieder einen Blogbeitrag gemacht, der ist wahnsinnig, wo er eben zeigt, in welchen Punkten eben hier die Compute Engine Performance-Vorteile bringt und bei welchen Aktivitäten es eben egal ist, ob ich auf die CSV-Datei zugreife oder eben über so eine Zwischengeschichte, die eben auf SQL eben im Prinzip basiert, zugreife und die dann so einen gewissen Cache hat. Was mich Okay, aber... Moment. Ich fasse mal kurz zusammen, so ob ich das richtig interpretiere. Also das heißt, wir haben jetzt, wenn wir das Data Lake aktivieren, dann hätten wir quasi eine Historie von Power BI im Rahmen der Aktualisierung durch Logs. Und wenn wir die wiederum abgreifen, können wir, also der Data Flow muss intakt sein, nehme ich mal an, weil die Grunddaten brauchen wir ja trotzdem. Und ja, dann, da bin ich auch interessiert noch. Ich habe noch nicht so viel ausprobiert, aber es gibt anscheinend auch Snapshots von den einzelnen Model-JSON. Ich müsste eigentlich mal eine größere Änderung in der Model-JSON machen und gucken, ob er dann die Historie verwirft oder ob er die weiter dastehen lässt als Snapshots, sodass du im Prinzip auch sagen kannst, ich möchte die Struktur und die Daten sehen von einer Model-JSON, die ich hier an dem 22. habe und habe dann irgendwo an einer anderen Stelle meinetwegen eine, die erst später gekommen ist, wo auch sich Strukturdaten geändert haben oder neue Felder hinzugekommen sind und wie ich die entsprechend dann abgleiche. Es gibt aber ein weiteres Tool, guck mal, habe ich noch nicht. Da habe ich es schon gehabt. Ich habe es mir noch nicht ganz so tief, ich habe es mir noch gar nicht richtig angeguckt. Ich fand es nur interessant von DataChunt. Die haben Data Flow Snapshot Analyse und das ist ein Power BI-Bericht, den man anscheinend bei sich installieren kann und dann gegen den Data Lake verbinden lassen kann und er vergleicht dann die Datenqualität oder so über mehrere Snapshots hinweg. Das macht eine Auswertung über diese Snapshots hinweg. Das gibt es irgendwo hier als Einstellungsparameter. Mal gucken. Da gibt es irgendwas mit Top 1000 Rows und ich hatte irgendwo gesehen, hier im Settings-Bereich. Und solltest du auf jeden Fall in irgendeinem Kommentar teilen danach. Ja, das gerade durchläuft. Das machen die dann eben hier, da geben sie die verschiedensten Werte schon an und können dann eben auch entsprechend wohl diese Snapshots gegeneinander analysieren. Und also da ist schon einiges hinter. Und im Prinzip, dadurch, dass wir die Daten ja jetzt erstmal in einem Data Lake zur Verfügung haben, können wir erstmal mit x-beliebigen Tools drauf zugreifen. Aber das sind wirklich nur Logdaten oder werden da jedes Mal Snapshots von den Daten an sich gemacht? Ja, genau. Das sind die. Also ich glaube, also ich habe ja jetzt eine Pro-Lizenz. Das bedeutet, ich kann nur Full Load in den Data Flows machen. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Daten sehen, das sind, nicht in dem, nehmen wir mal von dem Salesperson oder so, das sind in jedem Salesperson Snapshot sind die gleichen Daten gerade drin. Okay. Was passieren soll, ist, glaube ich, dass wenn du einen inkrementellen Load aufbaust, dann hast du die einzelnen Snapshots, die entsprechenden Differenzdaten drin. Und dann schreibt er sich auch hier in diese Model-JSON, ich kann sie auch mal versuchen zu öffnen. Ja, was mich halt interessiert hat, also da sind dann wirklich Daten auch drin. Also wenn ich den Dataflow jetzt lösche, dann habe ich das immer noch, das Historische.
Boah, müssten wir ausprobieren, müssten wir den Dataflow löschen. Weil eigentlich diese JSON vom Dataflow, das ist doch nur eine Bauanleitung. Ja, Man braucht ja immer noch die Quelle, damit es läuft. also hier ist die Bauanleitung, ne, diese Model JSON, wo jetzt hier die ganzen Genau. Abfragen drin sind. Und ja, genau, hier ist das Query. Dann gibt es hier die Beschreibung der Entitäten, wo gesagt wird, zum Beispiel für einen Customer, die erste Spalte ist Customer Number und ist vom Typ String und so weiter und so fort. Und hier zum Schluss kommt die Partition und die verweist tatsächlich jetzt auf meinen Storage und sagt hier im Power BI Folder von dem Markus Wegener unter Kronos DF Customer und hier ist die Snapshot ID, sagt er, findest du im Prinzip für diese Datei den aktuellen Data Load oder die letzte Refresh Time, die Information. Und hier sagt er auch, das ist die Partition 001 und wenn ich in inkrementellen, soll ich ein bisschen ranzoomen? Wenn ich so ein Ich versuche nur ein erstauntes Gesicht zu machen, weil ja, es kommt noch besser. Ich zeige dir jetzt gleich mal den anderen Weg. Da werden dann eben beim inkrementellen Datenload mehrere Partitionen angegeben, wo dann eben auf die ganzen Steps verwiesen wird. Achso, jetzt habe ich es hier mehrfach runtergeladen. Deswegen in diesem Sinne schönen Gruß. Also wenn jemand zuschaut, ich habe den Link auch geteilt bei YouTube im Kommentar. Also weil ich weiß, ich genau dazu zum Thema Historisierung auch Fragen bekommen habe bei LinkedIn und schaltet euch gerne ein, wenn jemand jetzt live dabei ist. Ich zeige mal einen weiteren interessanten Part, weil das war das, was wir letztes Mal angesprochen haben und ich leite auch ein bisschen her, wo ich hergekommen bin mit den Daten. Das eine ist, ich habe diesen Blogpost mal gesehen von der Christine Williamson, die eine super, also ich finde es gut, Anleitung zum Thema Azure Data Factory aufgebaut hat. Und hier in dem Beispiel verweist sie auf ein Dataset, mal ab von diesen langweiligen AdventureWorks und World Importer auf dieses Rebrixable Dataset, was eben hier eine Datenbank ist, die für verschiedenste Lego-Teile ja als CSV verfügbar sind. Sie nutzt das Ganze, um das eben mit Azure Data Factory zu laden und in eine Tabellenstruktur zu bringen. Was ich jetzt in dem Fall habe, ist, ich habe mir hier unter Lego in meinem Lego-Container die Themes CSV-Datei drinstehen. Die Themes CSV-Datei sieht im Prinzip so aus. Wir haben hier eine ID, haben den Namen von dem Set oder der Gruppe und haben hier eine Parent-ID, also 3 Spalten. Wir sehen auch ein bisschen von der Formatierung mit Anführungszeichen, Komma und die erste Zeile mit einem entsprechenden Header, der die Datenstruktur beschreibt. Was ich das letzte Mal ja schon gezeigt habe, ist, dass hier von dem Power BI Tipps einen Model JSON Builder gibt. Hier habe ich die Grundstrukturen oder Informationen, die ich hatte, eingetragen und habe mir diese Model JSON Datei generieren lassen, wo ich eben gesagt habe, die erste Spalte ist eine ID, die ist von int64, die zweite Spalte ist Name, ist vom Typ String und die dritte Parent-ID hatte sich damals bei mir auch irgendwie mit Anführungszeichen dargestellt, habe ich auch erstmal als String ausgewiesen. Dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe gefunden, hier in den Partitionen kann ich noch viel, viel mehr Informationen mit angeben. Zum einen verweise ich jetzt auf diese Datei, die ich bei mir in meinem Azure Data Lake abgelegt habe. Ich zoome mal ein bisschen ran. Also, zum anderen kann ich ihm eben angeben, dass ich hier einen Typ vom CSV-Format habe, dass meine Datei einen Column-Header hat. Ich kann sagen, was der Delimiter sein soll und habe auch gesagt, dass wir hier einen Quoted CSV-Style vorliegen haben, also mit Anführungszeichen für die jeweiligen Werte. Diese Model JSON-Datei habe ich jetzt hier abgelegt. Den Link kann ich mir auch mal, die URL kann ich mir auch kopieren und bin damit in meinen Power BI reingegangen, in meinen Arbeitsbereich. Habe jetzt gesagt, ich möchte einen Dataflow aufbauen, aber ich möchte einen Common Data Model Ordner, den ich bereits habe, konsumieren.
Hier fragt er mich, wie willst du den Dataflow nennen? Das ist mein Lego 2. Ich habe schon einen vorbereitet. Hier unten fragt er, wo ist die Model.json-Datei? Den kopierten Pfad kann ich hier reinbringen. Was hier unterschiedlich ist, ist, dass er statt dem Blob ein DFS haben will. Das war auch im Hintergrund zu sehen. Kann ich sagen, erstellen und anfügen. Und dann habe ich hier mein Lego 2. Ich habe das Ganze schon mal weiter vorbereitet. Also hier vielleicht auch nochmal interessant zu sehen. Er sagt mir, wenn ich hier drauf gehe, dass ich einen externen Dataflow nicht bearbeiten kann, weil es gibt ja keine Transformation in dem Sinne, sondern es gibt eine Datei und es gibt eine Beschreibung, wie die Daten abgelegt sind. Gehe ich dann hier in meine Themes-Datei. Sieht man hier, ich habe eine Abfrage. Die Abfrage selber geht über meine Arbeitsverzeichnisse auf genau meine Entity Lego Themes. Ich muss mal kurz gucken, es sind mehrere Folders, die wir haben, aber da bin ich eben entsprechend auf den entsprechenden Dataflow-Theme gegangen, kriege jetzt hier direkt die Daten aus der CSV-Datei angeboten, habe diese Spalte, die ich vorher als Text ausgewiesen habe, jetzt auch in eine int umtransformiert und habe das Ganze geladen. Und habe das dann mit den Möglichkeiten, die man so hat, mit der Tiefe auf verschiedenste Level aufgeteilt. Also es ist dieses Parent-Child-Verfahren, wie man das vielleicht von den SQL BI-Jungs kennt, wo man eben sich so einen Pfad aufbauen lässt und diesen Pfad dann eben entlang geht und die einzelnen Levels abfragt. Und dann kann man jetzt hier zum Beispiel sehen, wir haben hier die verschiedensten Lego-Reihen und ich kann das dann aufklicken. Innerhalb von Adventures ist dann nochmal die Kategorie Jungle oder hier der Orient oder eben in den Architekturen Skylines ist eine Subkategorie. Oder hier Disney haben wir auch irgendwas, Frozen. Okay, interessant, dass es nicht unter Disney Princess fällt. Aber wir sehen hier, wir haben verschiedenste Tiefen, die wir haben. Wir können, glaube ich, auch mal... Wo ist denn der? Da. Wie aktualisierst du denn das? Weil das liegt doch jetzt irgendwo im Data Lake rum. Genau, das liegt im Data Lake rum. Im Prinzip, wenn die CSV-Datei überschrieben würde, wären ja schon die aktuellen Daten im Dataflow verfügbar und die Power BI-Datei könnte sich die wieder abholen. Und da haben wir ja sowieso den ersten Bruch zwischen die Aktualisierung vom Dataflow und meiner PBX-Datei, die ich aktualisiere. Also die Übernahme erstmal in diesen Dataflow-Storage und nachher dann eben innerhalb in meine PBX-Datei in mein semantisches Modell. Und das kann man jetzt eben entsprechend, also man könnte es eben so zusammenbringen, dass man sagt, okay, ich lege meine CSV-Datei ab. Je nachdem, wie man arbeiten möchte, müsste man eben die Model.json-Datei danach neu generieren lassen oder anpassen lassen, damit eine neue Datei meinetwegen hinzukommt oder man überschreibt eben bestehende Dateien, dann wäre die wahrscheinlich ewig gültig, die Model.json-Datei und man könnte die Daten direkt konsumieren. Und was für mich auch interessant war, das war nämlich innerhalb von einem Kundengespräch, die arbeiteten mit SAP. Und bei SAP ist der Theobald-Konnektor relativ bekannt, der die Möglichkeit bringt, auf SAP-Daten zuzugreifen und der eben auch verschiedenste Möglichkeiten hat, diese Daten verfügbar zu machen. Eine Version, die mir der Kunde dann gesagt hatte, die sie mal ausprobiert haben oder genutzt haben, war, dass der Theobald-Konnektor einen Webservice verfügbar macht und das Power Query sich dann eben gegen diesen Webservice verbunden hat und immer direkt über den Webservice die Daten abgefragt hat. Eine andere Möglichkeit wäre es aber wohl auch gewesen, dass man dem Theobald-Konnektor sagen könnte, dass er die Daten eben gescheduled in einen Data Lake ablegen konnte. Und da habe ich so gedacht, ey, das wäre echt cool, wenn er die als CSV-Datei da ablegen würde und wir dann entsprechend mit vorgefertigten Model.json-Datei das Ganze relativ einfach im Power BI dann wieder konsumieren könnten, ohne dass wir jetzt nochmal großartig Power Query oder so oder Dataflows als Transformation dazwischen schalten muss, sondern eigentlich der Theobald-Konnektor liefert uns die Daten an
Und ab der Schicht Dataflow, das ist dann unsere Zugriffsschicht, auf die wir zugreifen und sind dann auch in der Microsoft-Welt, die relativ gut aneinander greift und die uns die Daten relativ einfach zur Verfügung stellen können. War ein Gedanke, ist aber dann darauf hinausgelaufen, dass der Kunde sich doch für den SAP HANA, glaube ich, ist es. Der ist halt schneller. Ja, das genau. habe ich jetzt auch mal erlebt. Das mit dem alten SAP ist das wirklich relativ qualvoll, mit Power BI zu arbeiten. Aber ich glaube, das ist dann auch mit jedem System. Also ich habe das in einem Tabular-Talk mal gehört. Da war auch die Diskussion SAP, ja, nein. Und dann hieß es auch, kommt drauf an, ob man eben auf SAP HANA oder direkt auf SAP. Und direkt sagen viele, oder ist halt nicht so toll. Aber das war für mich jetzt, wo ich gehabt, ja, das ist cool. Man müsste tatsächlich ein bisschen mehr schauen, wie sich die Gesamtarchitektur gibt, ob die Datenquelle vielleicht selber pushen möchte oder mir die Daten bereitstellen möchte. Bei uns war es, also aus meiner alten Entwicklerzeit heraus, wir haben die Leute sehr ungern an unsere Datenbank gelassen, weil wir gesagt haben, die Datenbank, das ist das Herzstück unserer Applikation. Wenn da jemand was macht, das geht direkt auf die Applikation raus. Natürlich, die Datenbank ist sehr performant, die ist auf Abfragen angewiesen, aber in dem größeren Konstrukt war es bei uns gang und gäbe, dass wenn jetzt zum Beispiel das Data Warehouse bestimmte Informationen brauchte, dass wir regelmäßige Exporte gemacht haben. Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich da doch so viel Datenaufbereitung mit Power Query mache oder in Dataflow, weil da sagt sich zwar immer so schön, da liest sich gut in Tutorials, macht bitte so viel wie möglich an der Quelle, aber wenn man dann wirklich das möchte, dann, ja klar, wir basteln dir ein paar Views und dann hat man aber immer wieder diesen Prozess. Das ist halt nicht agil und es bremst auch so schnelle Entwicklung aus. Deshalb bin ich schon Fan davon, einen Teil der Datenaufbereitung eben doch in Power BI zu machen, weil ich flexibel bin und auch ein bisschen abgekoppelt von den operativen Systemen letztendlich. Ja, und das ist auch sehr, sehr wechselhaft. Also wir selber, wenn wir viel also in den Templates haben wir schon ziemlich viel an Datentransformation in der PBX-Datei gemacht. Das ist auch in der Weise schön, weil wir ohne Eingriff in das System förmlich Kunden für Kunden die PBX-Datei zur Verfügung stellen können. Die tragen ihre Verbindungsdaten ein und die Daten werden gezogen, aufbereitet und dargestellt im Bericht. Das macht es natürlich einfacher, als wenn ich erst zum Kunden gehen muss und muss sagen, ich muss bestimmte Objekte einspielen, ich muss bestimmte Abfragen einspielen. Wir machen einen Eingriff in deine Datenbank und wenn du es nachher nicht haben willst, müssen wir erst wieder Objekte rausrollen oder so weiter, sondern wir haben tatsächlich diese Abfrage und Transformationssachen in unserer PBX-Datei und wenn er das nicht haben will, kann er auch die PBX-Datei einfach wieder wegwerfen und es hat sein Vorsystem nicht verändert in der Art und Weise. Natürlich, beim Laden der Daten oder so kommt eine gewisse Last auf das System, aber wie ich es auch schon mal vorher gesagt habe, dafür sind eigentlich auch Datenbanken ausgelegt oder aufgebaut. Natürlich im normalen Tagesgeschäft arbeitet der Benutzer sehr viel mit Einzeltransaktionen, mit einzelnen Datensätzen und im Power BI rufen wir vielleicht eine gesamte Tabelle mit allen Zeilen ab oder so. Das ist natürlich eine unterschiedliche Last, aber in der Regel setzen wir auch Aktualisierungszeiträume in nicht hochfrequentierten Zeiten an und da kann auch der Anwender selber steuern. Also was wir alles für Konstrukte schon mittlerweile gesehen haben. In der Hinsicht, dass ein Kunde sagt, nee, ich baue Ihnen eine zweite Instanz hin, das ist meine Reporting-Instanz und das ist eben förmlich das Backup, was wir in der Nacht von dem Produktivsystem ziehen und da wieder bereitstellen. Und der Vorteil für uns ist dabei, sagen wir dann gleichzeitig, wir haben jedes Backup einmal getestet, ob wir überhaupt das Backup wiederherstellen können. Also Sie können das ja heutzutage automatisieren. Sie wissen immer, dass das Backup, was Sie wiederhergestellt haben, dass das ein funktionsfähiges Backup war und dementsprechend ist aber die Last trotzdem nicht auf dem operativen System.
Also eine 1:1 Replikation. Ähm, ist, ist auch ein denkbarer Weg oder ein machbarer Weg. Der nächste sagt, wissen Sie was, wenn wir an die Leistungsgrenze kommen, dann hauen wir ein bisschen mehr Arbeitsspeicher dazu, machen wir ein bisschen mehr CPU. Das ist leichter, als wenn wir uns jetzt die Architektur komplexer machen. Ja, Auch das sind halt Szenarien, die jetzt mit einem System gebaut sind. Ich meine, wenn du jetzt 7 davon hast und dann 7-mal das Backup und hast trotzdem verschiedene Datenquellen, musst trotzdem irgendwie gemeinsame Schlüssel finden, um das zu verknüpfen, dann ist es eben mit so einem einfachen Buffer-Backup eben nicht mehr so getan. Dann muss man halt modellieren. ja, aber jetzt frage ich mich in dem Moment, wie ist denn also eure Architektur? Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir dieses Dynamics Nav oder das Business Central haben, dass in den meisten Kunden erstmal eine Datenbank ist mit gegebenenfalls mehreren Mandanten, die da drin enthalten sind, wenn überhaupt mehrere Mandanten in der Form, dass die überhaupt alle ausgewertet werden, sondern meinetwegen für eine Thematik, Produktion oder so weiter wird das eben einzeln angebunden. Und dann ist auch schon das, was an Datenquellen da kommt, relativ weit getrieben. Dann gibt es meinetwegen noch für spezielle Mappings oder Sachen, die man eben nicht ins ERP-System reinbringen wollte, Excel-Dateien oder CSV-Dateien haben wir. Wenn die Verbindung mit Business Central und einem ERP-System, CRM-System sagen wir mal, ist ein bisschen divers. Also es gibt nicht so viele, die das haben. Also machen wir auch. Wir haben viele Leute, die entweder sehr stark auf dem ERP-System setzen oder sehr stark auf dem CRM-System setzen. Und auch innerhalb des ERP-Systems sind bestimmte Grund-CRM-Funktionalitäten, also Low-Light-CRM-Funktionalitäten schon mit drin. Also bei uns, ich würde fast behaupten, es sind gar nicht mal so viele diverse Datenquellen, die wir haben, sondern mehr, dass auf einer Datenquelle und dann meinetwegen sogar ein SQL-Server, wo 5, 6 Mandanten drauf sind und man muss dann eben die gleiche Struktur von den Mandanten auf ein gleiches Analyseprozess ziehen. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei dir ist mit den Kassen. Ja, tatsächlich, also ich habe diverse Datenquellen. Okay. Also nicht nur, weil auch ich baue ja auf eine Standardsoftware meistens auf, aber erlebe es tatsächlich oft, dass ein Teilprozess eben nicht dort gemacht wird. Dass eben für die Abrechnung dann doch was anderes da ist oder für die Zeiterfassung oder eben Kassen ist halt branchenspezifisch, aber kommt auch vor. Und eben tatsächlich, dass auch so einfach Dateien mit reingezogen werden, weil die einfach nur Exporte sind, die nicht strukturiert sind. Also das kommt eben doch vor. Natürlich ist das schöner, wenn alles quasi eine Datenbank ist, die einfach nur Backup fähig ist und dann kann man alles zusammen abgreifen. Habe ich nicht immer, aber ich würde mal vorschlagen, war ja schon sehr viel Input heute und eigentlich haben wir uns sehr um die Quellen beschäftigt. Also war mega spannend. Ich habe vieles neu gelernt, Bitte. weil diesmal war ja Hauptinput von dir. Ja. Ich würde mir vorschlagen, dass wir uns beim nächsten Mal wirklich mal um Aufbereitung kümmern. Weil ich hatte auch heute zum Thema Query Folding was vorbereitet und so ein bisschen auch ein paar Fragen gehabt. Können wir aber lieber übernehmen, bevor wir es jetzt in 5 Minuten abhandeln, weil Ja. das Thema an sich, ich weiß, wir machen da beide was. Du hast auch Folding auch schon mehrfach erwähnt, dass wir beim nächsten Mal probieren wir vielleicht wieder so ein bisschen aufzuteilen, damit es spannender wird, quasi Datenbank-basiert versus so ein bisschen chaotisch API-basiert, was da geht, was da geht und dass wir uns einfach mit dem Thema Datenaufbereitung, das ist ja noch nicht Modellierung, sondern mit Schwerpunkt Power Query und dann so ein bisschen angucken, was da so geht und so ein bisschen mehr die Optimierung, das ist ja der logische nächste Schritt, wenn wir so an den Kuchenbackrezept
denkender. Oder was meinst du? Doch, finde ich sehr gut. Also da würde ich auch sagen, da gehen wir in der nächsten Reise hin und schauen uns da mal ein bisschen um und teilen da mal das Wissen, was wir gegenseitig schon mittlerweile aufgebaut haben. Ja, war super spannend, weil wieder praxisnah einige Sachen gesehen. Ja. Und ja, also von meiner Seite, ich habe zwar heute nicht viel gezeigt, aber ich habe sehr viel gelernt und beim nächsten Mal wird es sicherlich auch spannend. Vielleicht Ja. auch wieder mit mehr Besuchern, aber gut, es ist halt Sommer. Da kommt Ich wollte gerade sagen, die Sommermonate kommen jetzt alle auch noch. ja, ja, wir klären mal gleich im Anschluss, das müssen wir nicht live machen. Ja. Wie wir das machen, das werden wir über die diversen Social-Media-Kanäle dann schon einstellen. Also von daher vielen Dank an alle, die zugeschaut haben und an dich, Markus. Danke. Und ja, für heute reicht's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.